herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich freue mich, dass wir etwas Zeit zusammen verbringen. Ich hatte euch ja demnächst erst ein Bild vorgestellt hier von Shiny Diamond Painting und da wollte ich euch noch das zweite Bild dazu zeigen, das noch im Karton ist. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, das wollte ich mit euch zusammen schauen. Wir holen es mal raus. So. Einmal Karton rüber. So, hier habt ihr gerade mal noch einmal Ihre Karte. Danke für deine Bestellung bei Shiny Diamond Painting. Hier ist Ihre Internetseite, Ihr Instagram und Ihr YouTube. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeigehen. Ich hatte euch ja demnächst das Einhornmädchen Blue gezeigt und da war ja noch ein zweites drin, wo ich mir erst nicht sicher war, ob ich es zeigen soll oder nicht, aber ich dachte, ach komm, man kann doch ruhig es mitzeigen. Und zwar hier dieses Einhorn. Ich bin gerade am Überlegen, wie es heißt, bevor ich da wieder was Falsches sage. Das heißt Einhornmädchen Rainbow. Hier hatte ich noch das Washi-Tape noch im Karton. Das weiß ich nicht, ob ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Ja, kam ja gut verpackt an. Was sehr schön ist, hier ist so kein Umkarton nochmal drum, sondern es ist einfach in der Folie. Finde ich aber auch nicht schlimm, das ist völlig in Ordnung für mich, das passt für mich so. Muss ja nicht dann doppelt gemoppelt sein. Anders ist auch schön, dann hat man noch mal was zum Gucken, aber so ist das völlig in Ordnung. Was ich hier dran immer schön finde, ist, dass man hier so ein kleines Vorschaubild hat. Es sind quadratische Steinchen, es ist die Bildnummer drauf und die Größe 40 x 40. Also das finde ich schon ganz angenehm, sehr schön. Ja, die Leinwand ist schön flauschig, nicht zu stark. Also für mich, ich empfinde sie als sehr angenehm. Es ist ein abgesteppter Rand. Hier oben ist nochmal ihr Slogan, Let It Shine. Ist auch ganz goldig. Ja, ein Gummi, ein Haushaltsgummi. Dann haben wir hier die Legende einmal, eine Sticker-Legende. Da habt ihr auch nochmal den Slogan mit drauf. Einmal das Bild. Dann die Bildnummer sowie die Größe 40 x 40 und hier unten einmal in Englisch und mit Bildern die Anleitung, wie es funktioniert. Und hier haben wir die Sticker-Legende. Einmal mit der laufenden Nummer, einmal mit dem Painting-Symbol und mit der DMC-Nummer. Alles sehr gut zu lesen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spezialsteinchen. Und zwar 3 AB und 3 mal Fairy Dust. Und insgesamt haben wir 60 Farben. Auch sehr schön. Ich finde für das kleine Bild so viele Farben. Ich kann euch mal das andere Bild von dem Einhornmädchen Blue zeigen. Das habe ich nämlich schon angefangen. Und ja, da kann ich euch nachher mal einen kleinen Fortschritt zeigen. Jetzt mache ich mal den Gummi weg, sonst spiele ich damit die ganze Zeit an den Fingern rum. Wir haben einmal eine Tütchen mit Steinchen, einmal hier die Leinwand. Ich drehe die jetzt kurz mal noch um, dass die sich ein bisschen auslegen kann einfach. Die kleinen
Hügel hier drin in der Leinwand. Das ist nicht schlimm, das ist, weil die Folie vorne drauf ein bisschen zu straff einfach sitzt. Wenn man die nachher ein bisschen abmacht und das nochmal locker drüber macht, ist das wieder draußen. Also das ist ganz angenehm. Ja, ihr bekommt hier ein Toolkit mit dazu. In so einem milchigen Zipper. Einmal ein weißes Schiffchen. Ein Stift mit Einzelaufsetzer und so einem Fingerschutz. Und einmal, ich glaube, ein 4er Mehrfachsetzer und ein 7er Mehrfachaufsetzer. Sehr schön. Dann bekommt ihr noch ein kleines Döschen mit hellblauem Wachs. Denkt bei dem Wachs dran, einmal Schutzfolie abziehen, bevor ihr einstecht und den Wachs aufnimmt mit eurem Stift. Und dann habt ihr noch eine Pinzette mit dabei. Hier ist noch ein Schutz drauf. Ja, die ist schon schön, auch von der Spannkraft her. Toll. Also das kriegt ihr auch noch mit dazu. Ja. So, drehen wir mal um. So, und ihr seht es, ich hole euch mal ein bisschen höher. So, dann seht ihr das Bild schöner. Ja, 40 mal 40. Ich ziehe jetzt gerade die Folie ein bisschen ab und schiebe sie noch mal ganz locker drüber. Damit das ein bisschen entspannter einfach ist. Die Folie ist schön, es ist eine sehr weiche Folie, finde ich jetzt. Also ist nicht so starr und hart, sondern angenehm. So, nochmal so. Bevor ich sie jetzt ganz drüber schiebe, dachte ich, könnte auch noch kurz den Druck schauen. Also ihr seht es, helle und also weiß gedruckte Symbole und schwarz gedruckte Symbole. Aber alles gut lesbar. Doch, das passt. Sehr, sehr schön. So, seht ihr, und so ist das dann ein bisschen entspannter einfach von der Leinwand her. Und wenn ihr das dann so ein bisschen liegen lasst, ist es nachher komplett glatt eigentlich. Weil das hier ist gegossener Kleber. Also den finde ich persönlich sehr gut. Ich meine, doppelseitiges Klebeband gibt es ja auch, aber das hatte ich noch nicht. Also da kann ich mir gar kein Urteil drüber erlauben, weil wie gesagt, ich hatte es noch nicht. Alle meine Bilder waren bis jetzt gegossener Kleber. Gut, schauen wir uns die Leinwand noch ein bisschen an. Wir haben einmal hier links nochmal diese Legende und rechts eine Legende. Bei beiden Legenden sind die Seiten gleich aufgebaut, nur bei der rechten haben wir hier noch einmal kleine Daten zu dem Bild mit dabei. Also wir haben oben die Bildnummer, dann die Größe und ein kleines Vorschaubild von dem kleinen Einhorn. Und dann haben wir, wie auch eben auf der Sticker-Legende, einmal die laufende Nummer, einmal das Painting-Symbol und einmal die DMC-Nummer. So. Hier ist es nach DMC geordnet. Außer die Spezialsteinchen, die sind halt unten nochmal extra und da ist es halt nicht geordnet. Aber das ist ja nicht schlimm, das sind ja immer nur ein paar Farben. Ich zeige es euch gerade hier, weil da sieht man es besser. Ja, also ab der 55 sind die Spezialsteinchen und dann ist das so ganz schön. So. Was hier nicht geordnet ist, ist so hier dieser
Das Painting-Symbol, das ist unterschiedlich. Da habt ihr das M, da habt ihr eine Wolke, dann nochmal einen Buchstaben, ein Blitz, ein Mond. Ja, aber dafür habt ihr die Sticker. Das ist auch gut so. Ja, da habt ihr auch eine Zahl zwischendrin. Aber das ist eine Sache, also mich persönlich stört die nicht. Habt ihr das lieber, wenn das dann sortiert ist, so nach dem Motto, die 1 ist das A oder eine Zahl und dann kommt die nächste Zahl, also dass das sortiert ist und dann erst zum Schluss die Sonderzeichen sozusagen. Also dass man zum Beispiel erst Zahl macht, dann Buchstaben und dann Sonderzeichen. Ich weiß nicht, also darauf, ich persönlich achte jetzt darauf nicht so, weil ihr habt ja die laufende Nummer vorne oder auch die DMC hinten dran. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ob das für euch so ein Faktor ist, der für euch angenehmer ist oder ob euch das nicht so stört. Ja, würde mich mal interessieren. Ja, also wir haben hier das kleine Einhornmädchen Rainbow. Das ist von der AI-Künstlerin Salzkatze. Und ihr müsst mal gucken, ich glaube die Einhörner, die sind ausverkauft, aber auf ihrer Homepage sind 2 süße Hasen zum Beispiel noch. Der Eisbär ist noch da. Und dann, ich glaube, das ist ein Faultier, einmal Frühling und einmal Sommer ein Faultier. Also auch sehr, sehr schön. Wenn die Sachen noch da sind. Also in letzter Zeit war es ja so, dass das alles relativ zügig vergriffen war. Ja. Ja. Ach, wir waren mit der Leinwand noch gar nicht fertig. Dann haben wir hier unten nochmal ihre Internetseite. Einmal ihr Instagram und einmal ihr YouTube. Und dann haben wir noch unsere Steinchen. Das sind ja 60 Farben. Oh schön, guck mal, es ist nur so ein kleines Tütchen. Das finde ich ja auch mal schön praktisch. Schauen wir mal gerade, wo unsere Sondersteinchen sind. Die sind hier hinten. Also hier ist es auch sortiert und hier haben wir unsere Fairy Dust und unsere AB-Steinchen. AB ist Aurora Borealis. Die schauen wir uns gleich mal an im Bild, wo die Spezialsteinchen liegen. Holen wir die mal raus. Und dann können wir uns ja mal gerade die Farbpalette einmal anschauen. Schaut mal. Es ist ja wirklich alles vertreten. Von grün zu gelb, zu blau, grau, rosa, Beerentöne. Also es ist alles da, was das Herzchen begehrt. Hier vorne ist auch noch so ein Magentafarben. Hier die eckigen Steinchen hier bei Shiny sind Harzsteine. Also eine super Qualität. Das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe ja jetzt das andere Einhornmädchen Blue angefangen zu legen. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich, wirklich toll. Das ist eine super Qualität von den Sachen her. Da kann ich jetzt nicht meckern. Jetzt fällt es mir gleich alles raus. Lassen wir dann mal so. Ja, bei den 60 Farben. Hier habt ihr auch Grüntöne mit drin. Schaut mal. Auch ganz toll. Hier ein Pink. Super. Und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt auch bei dem Einhornmädchen Blue wenig bis gar keinen Ausschuss. Also das bisschen, was da dabei war bis jetzt, das ist kaum der Rede wert. Ja, dann schauen wir mal, wo unsere Spezialsteinchen liegen.
Wir starten mit der 55. Das ist der AB-Stein 554. Ah, das sieht so toll aus. Ganz, ganz schön. Das ist unsere Nummer 5 auf der Legende. Ach, ich habe ihn hier unten schon. Also er ist so einzeln verteilt. Hier unten, also wenn das Einhornmädchen Rainbow, ja hier steht, kommt ja von hinten das Licht. Und hier hinten sozusagen an ihrer Kontur ist die Nummer 5 eingesetzt. Aber wir haben ja noch ein paar mehr. Das hier sind nur so ein paar Steinchen. Mal schauen, wo sie noch sind. Ich zeige euch gerade mal die. Also da ist die Nummer 5. Das sind ja auch nur so ein paar Steinchen. Ja. Und da auch an ihrem Gesicht, an der Wange sind sie. Und dann hier so außenrum, wie gesagt, an ihrer Kontur vorbei. Ganz leicht, aber nur, also ganz zart eingesetzt, der AB-Stein. Das finde ich jetzt nicht schlecht, das finde ich sehr schön. Ja. Hier oben in der Mähne nochmal. Ich glaube, das kommt ganz gut rüber. Denn so ein AB-Stein mit dem schönen Bezug drüber, der fällt halt schon ins Auge. Ja. Und ich finde es schön, dass der so dezent einzeln verteilt, ja, eingesetzt ist bei dem Bild. Ich meine, wir haben ja wie gesagt 6 Spezialsteinchen. Ja. Hier haben wir jetzt den blauen. Das ist die 996. Es sind nur ein paar Steinchen. Aber auch hier sieht der Bezug wirklich schön aus. Ich zeige es euch gerade mal im Schiffchen von ihr. Sind ein bisschen statisch, aber das ist nicht schlimm. Sind ein bisschen aufgeladen, die Steinchen. Aber das kriegt man gut weg. Da schaut es euch mal an. Also wirklich, wirklich schön, muss ich sagen. Ganz zart der Bezug. Man sieht die Farbe noch schön. Also der glitzert schön. Und ihr habt es gesehen, in dem Schiffchen hier liegen die Steinchen auch sehr gut. Also jetzt für das erste Mal finde ich es gut. So, dann haben wir, wie gesagt, die 996. Das ist die Note. Schauen wir mal, das sind ja nur so ein paar Steinchen. Ach, guckt mal, das ist hier oben in der Mähne eingesetzt. Jetzt dachte ich gerade, ob es hier vielleicht an dem Regenbogen auch ist. Ja, ganz einzeln hier nochmal so ein paar Steinchen sind auch dort mit drin. An den Augen ist, nee, doch, da einer. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist nichts, aber hier ist einer, 2. Aber bei dem anderen Auge fällt es mir jetzt nicht auf, aber hier sind 2 Stück circa drin, wo ich jetzt so auf Anhieb sehe. Und dann haben wir noch hier oben in der Mähne und hier am Regenbogen nochmal so ein paar Steinchen. Auch sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu unserer ersten Fairy Dust Farbe. Das ist die 603. Ja. Und das ist dieses Symbol. Die schauen wir uns auch mal gerade an. Die Fairy Dust. Da haben wir schon ein paar mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass die wieder so in dieser rosa Kontur sind. Oder vielleicht auch in der Mähne dann mit da drin sind.
Und dadurch, dass wir ja ein paar Meersteinchen haben, ist das vielleicht auch ein bisschen stärker eingesetzt. Aber dadurch, dass das so zarte Farben sind und so ein zarter Silberschimmer nur drin ist, glaube ich, dass das sehr gut rüberkommt, weil das ja wirklich nur ganz, ganz sachte ist. Dann schauen wir gleich mal, wo die sind. Also sehr schön, das Schiffchen gefällt mir richtig gut. Schauen wir, wo unser Fairy Dust sitzt. Ja, und es ist einmal hier einzeln, so 3, 4, 5 Mal zusammen drumherum. Hier unten an ihrer Wange. Dann hier an den Haaren, also er ist ein bisschen größer eingesetzt. Hier oben im Regenbogen, hier am Ohr. Jetzt schaue ich gerade mal. Nee, wartet mal, ich bin verkehrt, oder? Ja, ich habe das Zeichen gerade verwechselt, entschuldigt, ich habe hier das gesehen. Also das hier suchen wir. Schauen wir mal. Aber es ist trotzdem hier mit drin. Nur nicht so großflächig, also hier das nicht, es ist hier. Hier das. Dort. Ich habe hier das gesehen gehabt. Also das hier. Aber trotzdem ist es auch hier am Ohr. Hier in der Mähne. An dem Ohr. Das habe ich gerade gedacht. Ja, da auch nochmal. Also so um sie herum. Hier an der Wange ein ganz klein bisschen. Genau da an der Strähne nochmal. Hier ganz zart nochmal. Also sehr, sehr schön. Am Auge auch. Da einzeln. An der Nase. Das ist ja goldig. An der Nase. Also ein bisschen großflächiger ist der hier an ihr verteilt. Aber auch immer nur so ein paar Steinchen. Da sozusagen, wo ein kleines Highlight ist. Doch, das gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, der ist ja kein Stein, der so nach dem Motto, hallo, hier bin ich, sondern der ist ganz zart und sachte. Und dadurch finde ich den sehr gut eingesetzt. So, hier haben wir noch die 666, auch ein Fairy Dust mit rotem Glitzer, kein Silber, oder ist das Gold? Schauen wir mal, was ihr dann dazu sagt. Hier seht ihr auch ganz zart und schön der Fairy Dust. Und den haben wir, die 666 mit dem D. Ach ja, schaut mal, der ist hier eingesetzt. Ja, das D kann ich wenigstens nicht verwechseln. Da habt ihr, da ist das D, da ist er mit eingesetzt. Sehr schön. Ich glaube sonst, nein, vielleicht an ihrem Horn. Nee, das sehe ich jetzt auch nichts. Nein, also nur hier, wo es mir auffällt. Vielleicht noch irgendwo das so 1 oder 2 Steinchen, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Also nur hier ist er mir aufgefallen. Dann haben wir noch mal hier die 3766 als AB. Das ist dieses Symbol. Ach, das springt einem gleich ins Auge. Das ist einmal hier oben an ihrer Mähne. Haben wir es noch irgendwo? Ja, hier einzeln am Auge oder im Auge.
unten sehe ich jetzt nichts. Und hier am Regenbogen. Also hier einmal im Auge und hier auch. Und dann hier am Verlauf des Regenbogens. Und einmal noch hier in ihrer Mähne. Sehr, sehr schön. Da auch nochmal hier oben im Himmel. Aber nur ein paar Steinchen. Auch schön eingesetzt. Sind ja auch nur ein paar Steinchen. Von daher. So, und dann haben wir die 5200. Auch als Fairy Dust. Und das ist unser Haken. Ah, der ist einmal hier. Ne, da. Einmal so leicht um sie herum. An den Öhrchen. Hier am Hellen nochmal eine kleine Strähne sozusagen. Ja, ich zeige es euch nochmal vom Nahen. Also einmal hier diese Strähne und hier am Ohr entlang, an ihrem Horn nochmal ein bisschen. Also so vereinzelt auch in der Mähne nochmal und dann hier. Auch sehr schön eingesetzt. Also nicht zu viel. Eine schöne Mischung von allem. Das kann sich sehen lassen, finde ich. So, da haben wir die Steinchen. Was bei den Tüten hier noch schön ist, ihr habt einmal hier die Bildnummer drauf, die Größe drauf, die laufende Nummer. Hier die DMC-Nummer und ob es ein Spezialsteinchen ist. Und dann hier unten nochmal die Grammzahl, also wie viel drin ist. Finde ich persönlich sehr schön. Denn falls ihr mal ein Tütchen verlegt, könnt ihr es immer wieder zuordnen. Na? So, jetzt hole ich mal noch kurz das andere Bild. Und dann zeige ich euch kurz, wie es mit dem Einhornmädchen Blue aussieht. Das haben wir hier. Schaut euch das mal an. Also es ist jetzt sozusagen bis zur Hälfte gepainted. Und ich muss euch ehrlich sagen, es glitzert und glänzt. Hier sind zum Beispiel Fairy Dust Steinchen drin. Dann hier oben am Auge ganz sachte der AB-Ton. Hier an der Pfote oder am Huf auch AB, ja, also ganz, ganz zart. Hier im Hintergrund ein bisschen Fairy Dust, ja, und hier am Näschen AB, hier ist noch ein AB, aber das ist alles so, das sticht nicht so ins Auge, sondern es ist ganz zart und sachte eingesetzt. Finde ich persönlich sehr gut, also schön eingesetzt. Ja. Das ist sozusagen das Einhornmädchen Blue. Es ist jetzt erst in der Hälfte, also der obere Teil fehlt noch und unten ist schon gepainted. Aber ihr seht es auch, die Qualität, die Steinchen sitzen super dicht an dicht. Ja, also es ist ein Traum, wirklich schön. Ja, ja. Das ist das Bild und ich denke mal, das hier kommt genauso schön raus. Das Einhornmädchen Rainbow. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mögt. Und wie gesagt, geht mal stöbern. Ich kann es nur empfehlen. Also schöner Shop, netter Kontakt, schöne Qualität. Ist wirklich, wirklich toll. Ja, in diesem Sinne. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich bin mal gespannt, wie hier die Augen rauskommen.
weil die sehen da so schön und mit der Spiegelung und allem. Da bin ich mal gespannt, wie die rauskommen. Naja gut, wir werden es sehen. So, jetzt aber in diesem Sinne, bleibt gesund, habt noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüss!